Hallo Dina, meine Liebe. Hast du Hunger? Ja, ich verhungere fast. Ich liebe diesen Ort so sehr. Ich wünschte, ich könnte heute Nacht hier bleiben. Ich weiß, das ist unmöglich. Was? Willst du wirklich heute Nacht hier bleiben? Ja, Lukas. Ich genieße es hier sehr. Ich weiß, dass du nicht hier bleiben willst. Wir bleiben heute Nacht hier, Dina. Was? Du wirst Mutter? Gott sei Dank. Ich bin so glücklich, das zu hören. Mama, du musst ein paar Tage bei mir bleiben. Bitte komm mit mir. Ja, wir brauchen dich. Ruby und ich möchten, dass du bei uns bleibst. Klar, Ruby. Ich würde sehr gern bei euch bleiben. Ich muss nur mein Gepäck packen. Gib mir ein paar Minuten. Ich bin gleich zurück. Danke, Mama. Du bist die beste Mutter auf der ganzen Welt. Warum lächelst du? Darf ich den Grund erfahren? Danke, dass du hier bleibst. Ich verbringe gern Zeit mit dir. Dina, ich möchte dir etwas sagen. Du bist sehr hübsch. Lukas, lebst du allein? Ich möchte dein Haus sehen. Ich lebe mit meiner Tochter. Ich habe eine Tochter. Sie ist ein nettes Mädchen. Oh, wirklich? Das wusste ich gar nicht. Ich würde sie gern kennenlernen. Oh mein Gott. Er hat eine Tochter. Sie kann meinen Plan ruinieren. Ich muss ihn schnell heiraten. Ich wünschte, ich könnte den Rest meines Lebens hier bei dir bleiben. Wirklich? Ich möchte auch den Rest meines Lebens bei dir bleiben. Was meinst du damit? Was willst du mir sagen? Dina, ich kann meine Gefühle nicht länger verbergen. Ich liebe dich sehr. Ich möchte dich heiraten. Du bist das schönste Mädchen der Welt. Ich kann ohne dich nicht leben. Willst du mich heiraten? Was ist los, Dina? Ich weiß, ich bin ein alter Mann. Ich liebe dich wirklich sehr. Du bist mein Liebling. Ich werde dich zu nichts zwingen. Ich mache mir nur Sorgen um meine Mutter. Sie ist ganz allein auf dieser Welt. Ich kann nicht ohne meine Mutter leben. Ich liebe dich auch. Kein Problem. Deine Mutter kann bei uns wohnen. Wirklich? Ich liebe dich auch, Lukas. Ich werde dich heiraten. Du bist meine Liebe. Hallo Papa. Wo bist du? Ich mache mir Sorgen um dich. Ich bin bei meinem besten Freund. Ich komme heute Nacht nicht nach Hause. Was? Wer ist dein Freund? Kenne ich ihn? Ich erzähle dir morgen alles. Pass auf dich auf. Okay, Papa. Wir sehen uns bald. Gute Nacht. Papa verheimlicht mir etwas. Was ist los? Mein Vater ist sehr unschuldig. Ich muss die Wahrheit herausfinden. Schatz, wohin fahren wir? Du wolltest mein Haus sehen. Ich zeige dir mein Haus. Was? Danke, Schatz, aber deine Tochter weiß nichts von uns. Keine Sorge. Ich werde dich meiner Tochter vorstellen. Sie heißt Claudia. Wir werden bald heiraten. Ich kann nicht mehr warten. Guten Morgen, mein Schatz. Wie geht es dir? Mir geht es gut, Papa. Wer ist sie? Ich habe sie noch nie gesehen. Das ist Dina.
Sie ist meine beste Freundin. Ich war letzte Nacht bei ihr. Was? Du warst letzte Nacht bei ihr? Was willst du damit sagen? Ich liebe Dina sehr. Ich möchte sie heiraten. Was? Das kann nicht wahr sein. Machst du Witze? Nein, ich mache keine Witze. Wir lieben uns. Dina ist meine Hoffnung. Sie macht mich glücklich. Ich fühle mich mit Dina glücklich. Du solltest dich für mich freuen. Hast du den Verstand verloren, Papa? Wie konntest du mir das antun? Sie ist wie deine Tochter. Sie ist sehr jung. Das Alter spielt keine Rolle, Claudia. Unsere Liebe ist rein. Sie liebt mich sehr. Du bist meine Tochter. Ich dachte, du würdest dich freuen. Du bist ein gutes Mädchen, Claudia. Du solltest deinen Vater unterstützen. Halt den Mund. Ich will nicht mit dir reden. Geh aus meinem Haus. Ich will dein Gesicht nicht sehen. Jetzt reicht es, Claudia. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Schatz, ich sollte jetzt gehen. Ich gebe euch etwas Zeit. Bitte vergib mir, Claudia. Ich wollte dich nicht verletzen. Dina, bitte geh nicht. Hör mir zu. Claudia, was ist mit dir passiert? Warum hast du das getan? Dieses Mädchen liebt dich nicht. Ich brauche keine Stiefmutter in meinem Leben. Ich brauche nur dich, Papa. Bitte heirate sie nicht. Ich kann das nicht akzeptieren. Es tut mir leid, Claudia. Ich werde nicht auf dich hören. Ich will mein Glück. Papa, ich flehe dich an. Bitte heirate sie nicht. Ich werde das nicht ertragen. Ich brauche deine Erlaubnis nicht. Ich werde Dina morgen heiraten. Nein, Papa, nein. Ich werde deine Hochzeitszeremonie stoppen. Ich werde das nicht zulassen. Dina, was ist letzte Nacht passiert? Wird dieser alte Mann dich heiraten? Ja, Mama. Er ist verrückt nach mir. Er hat mir letzte Nacht einen Antrag gemacht. Nach der Hochzeit werden wir dort leben. Bravo, mein Schatz. Du bist sehr schlau. Ich werde ein neues Auto kaufen. Ich bin total aufgeregt. Ich war in seinem Haus, Mama. Er hat ein schönes Haus. Er will mich heiraten. Wir werden morgen heiraten. Aber es gibt ein kleines Problem. Er hat eine Tochter, Mama. Sie mag mich nicht. Was? Er hat eine Tochter? Das ist ein großes Problem. Sie kann ihren Vater aufhalten. Nein, Mama. Das werde ich niemals zulassen. Dieser alte Mann ist verrückt nach mir. Er wird mich heiraten. Claudia kann nichts tun. Guten Morgen, ihr schönen lieben Damen. Was ist los? Was macht ihr da? Alles Gute zum Geburtstag, Thomas. Mögest du ein langes Leben haben. Oh mein Gott. Heute ist mein Geburtstag. Ich habe ihn fast vergessen. Meine Tochter liebt dich sehr. Sie kann deinen Geburtstag niemals vergessen. Ich weiß. Ich liebe Ruby auch sehr. Sie ist ein Schatz. Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben. Entschuldigt mich bitte. Ich bin gleich wieder da. Hallo? Wer ist da? Muss ich dich wirklich noch einmal daran erinnern? Ich bin's, Lisa. Wie geht es dir? Es reicht, Lisa. Ich kann dich nicht mehr ertragen. Ich glaube, ich muss deine Nummer blockieren. Was willst du von mir? Ich möchte dich treffen, Thomas. Können wir uns einmal sehen? Ich brauche deine Hilfe. Wovon redest du?
Welche Hilfe? Ich kann dir nicht alles am Telefon sagen. Wir müssen uns heute treffen. Ich kann dich nicht treffen. Wo ist dein reicher Freund? Warum rufst du nicht deinen Freund an? Er hat mich verlassen. Er hat mich betrogen. Ich leide sehr. Gut für dich. Du hast es verdient. Ich werde dich nicht treffen. Gut. Dann werde ich dich bald besuchen. Ich werde deine Frau kennenlernen. Was? Wage es ja nicht, hierher zu kommen. Woher kennst du meine Adresse? Ich weiß alles über dich, Thomas. Wirst du mich treffen oder nicht? Gut. Ich treffe dich. Wo willst du dich treffen? Ich habe nicht viel Zeit. Schick mir den Standort. Oh, wirklich? Vielen Dank. Ich schicke dir den Standort. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Bis gleich. Ruby, ich gehe kurz raus. Ich bin bald zurück. Okay, Thomas. Bitte sei nicht spät. Ich mache deinen Lieblingskuchen. Wir feiern deinen Geburtstag zusammen. Okay, Schatz. Ich komme bald nach Hause. Pass auf dich auf. Guten Morgen, Klaus. Ich habe dein Lieblingsfrühstück gemacht. Gut. Ich esse später. Ich bin gerade beschäftigt. Klaus, wir müssen etwas tun. Die Polizei sucht nach dir. Das ist mir egal. Du bist hier, um mir zu helfen, oder? Natürlich helfe ich dir. Ich liebe dich sehr. Ich würde alles für dich tun. Ach ja? Bring mir eine Flasche Bier. Komm her. Du solltest kein Bier trinken. Wann werden wir heiraten? Klaus, ich rede mit dir. Hörst du mich? Gut. Ich gehe zur Arbeit. Wir sehen uns heute Abend. Verrückte Clara. Ich werde sie nicht heiraten. Ich benutze sie nur. Ich muss Dina bald finden. Ich werde sie töten. Sie hat mein Leben zerstört. Clara macht mich wahnsinnig. Ich muss sie loswerden. Claudia, ich liebe Dina wirklich sehr. Sie ist mein Glück. Sie ist ein gutes Mädchen. Sie ist nicht wie deine Mutter. Sie wird deine beste Freundin sein. Ich habe dir vorher gesagt, Papa. Ich brauche dieses Mädchen nicht in meinem Leben. Bitte heirate sie nicht. Ich will dich nicht verlieren. Ich hasse Stiefmütter. Bitte, Papa. Es tut mir leid. Ich muss das tun. Ich kann nicht ohne sie lieben. Dina ist mein Leben. Sie ist mein Herzschlag. Ich werde sie heiraten. Das kannst du mir nicht antun. Du verletzt mich, Papa. Bitte tu das nicht. Ich halte das nicht aus. Ich flehe dich an. Bitte hör mir zu, Papa. Es tut mir sehr leid. Ich werde Dina bald heiraten. Geh nicht, Papa. Mir geht es nicht gut. Bitte komm zurück. Dieses Mädchen liebt dich nicht. Oh Gott, hilf mir. Ich will meinen Vater beschützen. Willkommen, Thomas. Ich habe auf dich gewartet. Danke, dass du gekommen bist. Warum hast du mich angerufen? Was willst du? Ich vermisse dich sehr, Thomas. Du bist immer noch gut aussehend. Darf ich dich umarmen? Dafür habe ich keine Zeit. Was willst du von mir? Ich will nur dein Glück, Thomas. Ich habe diesen besonderen Kuchen für dich gemacht. Gefällt er dir?
Alles Gute zum Geburtstag. Du erinnerst dich noch an meinen Geburtstag? Natürlich. Du bist etwas ganz Besonderes für mich. Ich liebe dich immer noch sehr. Thomas, bitte setz dich. Es reicht. Ich ertrage das nicht mehr. Du verschwendest meine Zeit. Ich gehe jetzt. Ruf mich nie wieder an. Ich hoffe, du hast das verstanden. Bitte Thomas, geh nicht. Es tut mir leid. Ich werde dich nicht mehr provozieren. Ich bin in Schwierigkeiten. Ich brauche deine Hilfe. Bitte beruhige dich. Ich erzähle dir alles. Können wir vorher den Kuchen anschneiden? Lass uns deinen Geburtstag feiern. Nein, danke. Ich will meinen Geburtstag nicht mit dir feiern. Was ist dein Problem? Ich höre dir zu. Ich habe nicht viel Zeit. Gut. Bitte setz dich. Ich bringe dir einen Kaffee. Thomas ist hier. Ich muss meinen Plan vollenden. Er ist sehr unschuldig. Ich bin sehr schlau. Seine Frau wird ihn für immer verlassen. Ich komme, Thomas. Du wirst diesen Kaffee trinken. Du wirst gleich ohnmächtig werden, mein unschuldiger Thomas. Du musst deinen Geburtstag mit mir feiern. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.